So, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Vampyr. Boah, es ist schon ein bisschen spät, zum Glück bei mir schön dunkel, das heißt der Greenscreen, alles funktioniert wunderbar. Ein bisschen grüner Hintergrund, wie ich sehe, aber wir machen ganz gemütlich weiter. Analysiere William Bishops Blut am Arbeitstisch. Mach mal gerne, aber ganz kurz zum Anfang der Folge. Es haben bestimmt ganz viele mitbekommen, Streams kommen momentan nicht. Let's Plays sind ein bisschen im Voraus aufgenommen. Das liegt daran, dass mein PC leider zur Reparatur musste. CPU geht leider kaputt, der Lüfter möchte nicht mehr. Ist aber alles neu, alles Garantiefall, zum Glück. Und aus dem Grund gehe ich jetzt ein bisschen in Vorproduktion. Ich hoffe natürlich, dass es euch trotzdem gefallen wird, auch während meiner Abwesenheit, dass ihr viel Spaß haben werdet mit den Let's Plays. Und ich würde sagen, einfach mal ringehopst und angefangen, oder? So. Mein Mikro mag er nicht so gerne, ne? So. William Bishops Blut am Arbeitstisch. Ja, mach mal. Nur einmal ein bisschen so zum Aufklären, ne? Zu analysieren. Leichtes Regenerationsserum. Regeneriert 300 Lebenspunkte sofort und anschließend 150 Lebenspunkte. Also 450. Ist gar nicht mal so schlecht. William Bishop's blood is much more unstable than human blood and shows extensive mutation. But this is not what happened to me. I must keep on searching. The sun is about to rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. I have so much time. Rein theoretisch haben wir wirklich unendlich viel Zeit, ne? Das darf man jetzt nicht vergessen. Aber wir haben uns schon hingelegt. It needs water. Nochmal hinlegen? Ruhe dich im Bett aus bis zur nächsten Nacht. Schon wieder? Okay, wir ruhen uns nochmal aus. In der letzten Folge haben wir uns erst hingelegt, aber wir ruhen uns nochmal aus. Ja. Alles unverändert. Wir bleiben erstmal dabei, so wie es jetzt momentan steht. Die folgende Nacht. Jetzt bin ich mal gespannt. To stay here until my research is complete. I'd better learn to hide my true nature from the mortals. But what about my thirst for blood? Die Frage ist halt immer noch, also das, was mir natürlich ein bisschen so im Kopf noch rumschwirrt, ab wann macht es Sinn, die Leute auszusaugen, wegen den EPs etc., ab wann eben nicht. Das Problem ist, ich habe ja gesehen gehabt, die Krankheit bricht ja wirklich aus. Ja, also der eine ist ja schon nicht mehr gesund, der hat schon 350 EP weniger. Ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass das überall ein bisschen passiert und dass wir nicht schnell genug die Heilmittel ranbringen. Da müssen wir halt mal kurz gucken dann, ne, wenn es soweit ist. So. Ja, bin schon da. Yes, Nurse Crane? Bei mich nicht an, ich bin sensibel. I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. A crisis, you say? Our supply of antiseptics is nearly depleted. I was hoping there was another box up here, but... Oh. Sorry, there's nothing here. Some of the patients won't last the night without them. Honestly, sir, I'm beside myself. I may have a solution. In France, during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. However do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now, where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Aber wo denn sonst? To be stored in the old morgue. Perhaps I should look there first. Where is this morgue? It's the large building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. The abandoned morgue behind the hospital. Okay. A small door at the end of a narrow street. On my way then. Thank you, nurse. Die Frage ist, behalten wir das selber oder geben wir das weiter? It's locked. Das ist immer so, ne? Und diese verschlossenen Kisten würde ich auch gerne irgendwann mal öffnen, aber... Ja, ne? Noch können wir vieles nicht machen. Ich würde zum Beispiel auch gerne da ein bisschen Blut saugen, aber... Soweit ich weiß, hat sie ja noch ganz schön viel, ne? Entschuldigung, ich wollte nicht stören, das tut mir leid. Ich muss auch erstmal reinkommen, ein bisschen warm werden. Nur jetzt war ja ein bisschen Pause dazwischen. It's locked, all right. Warum zeigst du es mir an? Schnief?
Okay, wir gehen erstmal. Es ist ja immer so, ne? Du sollst nach unten gehen. Man geht erstmal nach oben. Alles angucken, was es zum Anschauen gibt. Aber hier gibt es echt gar nichts, ne? Dem Krankenhaus an sich geht es wirklich unfassbar schlecht. Gut, klar, man kann es irgendwo nachvollziehen. Wir wissen ja noch, was hier passiert ist. Die spanische Grippe, jetzt eben noch das mit den ganzen Vampiren, das Problem. Oder die Probleme, die aufgetaucht sind. Ist alles momentan nicht ganz so einfach hier, ne? Alle kämpfen, alle bleiben wach, alle machen Überstunden. It's locked, all right. Was auch irgendwann ganz schön nagt. Na? Ein langer Brief, wie gesagt, durchlesen machen wir alles am Schluss. Auch wenn es vielleicht vieles erklären würde, aber erstmal noch nicht. Weil es halt auch dementsprechend viel Zeit brauchen würde. Okay, und hier ist auch ein Ausgang. Ja, das nehmen wir trotzdem mit. Stimmt, hier vorne. Wir waren ja noch gar nicht hier vorne unterwegs. Weil wir durchrushen wollten, also durchrushen ist gut gesagt, durchlaufen wollten. I cannot enter. Ihre Stadt braucht sie. Jedes Leben, das durch effiziente medizinische Hilfe gerettet wird, ist ein Stich ins Herz der Epidemie. Freiwillige machen den Unterschied. Melden Sie sich beim nächsten Registrierungsbüro des Ministeriums für Arbeit und Wehrdienst. Ich bin am Reden, jo. Oder schreiben Sie an 15 Kingways, London. Ist ja okay. Du bist wichtiger. Ich habe nichts gesagt. It's locked. Boah, es ist so viel verschlossen. Ob wir später Dietrich hier bekommen oder irgendwie eine Fähigkeit vielleicht? It's locked, all right. So, du kommst doch jetzt hier raus. Ja, 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 ja. Das ist Peace. Wer bist du? Good evening. I'm Dr. Reed. Always a pleasure to meet a colleague, sir. Especially when he was supposedly dead. A colleague? Are you a doctor too? Not anymore, sir. I used to be Dr. Rakesh Chadana. Now, I'm just Mr. Chadana, pawnbroker and humble guardian of this morgue. What do you mean, you used to be a doctor? Was your license revoked? No, sir. It is just that I like to be precise. I run a little pawn shop while taking care of the dead. But I used to be a real doctor. Ah, das dafür aufgeben? Okay, alles klar. Are you afraid or uneasy being surrounded by so many corpses? Why should I? These bodies are empty vessels. Flesh left to decay. Poof. No soul anymore. All gone. Hat er aber schön erklärt eigentlich. Die meisten fürchten sich vor totem Fleisch. Wie haben Sie diese Arbeit bekommen? How did you get this job? After I left the army, I worked as an undertaker down by the docks. A dangerous place with many an unpleasant business there. Milton Hooks helped me get a job here. Okay. An interesting point of view. And quite an exotic one, too. Most people fear, or at least have a respect, for dead flesh. Sir, as a medic during the war, I learned to face my death and the death of others. It's the pain we have to tame, not death itself. Also er kann ja wirklich schon mal sehr schlau daherreden. Do you work here Aber alone? meine Güte, wie viel wir schon wieder mit dem reden können. All I have to do is watch a few bodies. The situation was very different when the main morgue was still open. Why do you have to watch these bodies? Because these poor fellows have no names. We keep them in case someone comes looking for the missing. Sadly, very rarely happens. Why close the hospital's main morgue? It was for sanitary reasons after the beginning of the epidemic. Cadavers had to be moved to the nearest mass grave. Okay. Have we met before? I don't think so, sir. Why? When we first talked, you said you were glad to meet me since I was reported dead. Funny story, sir. Your sister came here a few nights ago. Oh You were ja. missing, and she was looking for your body. She must be very nein. relieved now. Okay. Die Gespräche waren sehr interessant. Aber schwierig jetzt. Pawnbroker. I expect you get all types of people here. Yes, sir. All kind of people. For I sell all kind of goods. Wahrscheinlich alles, was er so findet, ne?
Who comes here to trade with you? It's very unhygienic, even unsafe. Diseases can spread. For the customers, for the hospital. I'm very cautious, sir. I've been a doctor, remember? And all my clients are good people. In fact, I think I only know good people. Na, ich weiß nicht, was ich von ihm What halte. kind of goods? Ist ein bisschen schwer bis jetzt. It's not always easy to buy things. So I Ja. trade, I exchange. Some people sell, some others buy. I like to help. Ja, so kann man sich natürlich auch auslegen. Since you're not afraid of dying, do you believe in life after death, Rakesh? No, I believe we must do all the good we can while alive. For our time is short, and the obstacles are endless. Do you think you would enjoy immortality as a concept? I don't think so. Don't mistake me. I love life, and I'd like to live a long life. But everything has to decay, sir. Even goodwill. Ja, lieber So das. you're ready to die. No, I am not. I don't fear death, for I won't see it. What troubles me is the pain my death will inflict to those I know. You're a wise man, Mr. Chidana. No, Dr. Reed, I am a foolish man. But I like to think otherwise. Do you really believe good Also, will entweder can tut er wirklich As nur I so said, oder Everything decays. er hat das Herz an der richtigen, If I richtigen was Stelle. to never die, goodness, I would be bored or worse. And I like to be helpful, sir. Quite depressing, wouldn't you say? Yes, but the good news is we'll all die before losing our humanity, sir. Es sind sehr gute Antworten, muss ich zugeben. Please show me what. Sag mal, was hast du denn Schönes? Of course. It's just trinkets and curios, really. Oh, alles But gut. I'm sure they can be useful. Ich wollte sagen, wenn es ein paar bestimmte Kräuter sind oder so, Codein, Opium, eine rätselhafte Formel. Dieses auf ein Stück Papier geschriebene Formel scheint komplex zu sein. Sie muss analysiert werden. Wir haben ein bisschen Geld. Das hier würde ich mir erstmal noch aufheben. Na, aber die Formel könnte wirklich sehr interessant sein. So, war ein nettes Gespräch, Dankeschön. Und wir haben noch mehr über ihn erfahren, was unglaublich praktisch ist. In der nächsten, aber der Wehrdienst, gut, das hatten wir schon mal. Also manche Plakate gibt es auch doppelt, alles klar. Nee, was? Nee, was? Ich will die nicht durchsuchen. Sünde. Jetzt nehme ich ihnen auch das letzte weg. Ja, auf der anderen Seite. Wir brauchen uns wahrscheinlich mehr, ne? So, wer bist du? Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I believe we're going to be colleagues. Reed, yes, I've been informed about your arrival. I'm Waverley Ackroyd. Welcome aboard, I suppose. Does my arrival inconvenience you in some way, Dr. Ackroyd? Let us just say that I don't particularly share Dr. Swans's enthusiasm for hiring you. What we need here are reliable professionals, not overrated dabblers. Oh, die will ich fressen. Mesmersieren. Drücke R für Details. Okay, der ist ein bisschen auch zu hoch wahrscheinlich. R für Details. Boah, 4. Okay, das ist ein bisschen zu viel. If you have a problem with me, Dr. Ackroyd, please feel free to tell me. So ein typischer Junge. Swansea has imposed your presence on this hospital without asking anyone's advice. The benefit of his position. But I don't agree with it. I know we've never met before, but I believe this hospital could use all the help it can get. You will agree with that, I'm sure. Oh, but I have heard about you, Dr. Reed. Of course, you can't say the same about me, since I have not wasted my time courting the press. Darum geht es. Dass wir quasi jetzt berühmt sind, dadurch, dass wir ja eben verloren waren oder vermisst waren eben. Eifersüchtigen werden ihnen nichts nützen. Sie sollten ihren Tonfall ändern. Ich stehe ja also quasi, wir stehen ja quasi eigentlich über ihm, ne? Ah komm, wir There's no bleiben need for nett. such animosity between us. Don't you think the epidemic is already enough to deal with? That is one point we could agree on.
And that is precisely why I want to be sure that you will be of help to this hospital instead of a burden. Was ist mit ihm? Since your tenure in this hospital is longer than mine, perhaps you can tell me more about this place. Let's just say I'm tired of the carelessness around me. I have always respected the skills of Dr. Swansea, but over time his enthusiasm has become displaced. Carelessness? Exactly what are you talking about? We're here to save lives. The people who trust us are not volunteering for experimentation. They're here to be healed. I don't intend to run any radical experiments, Doctor. Even if I, as any good practitioner should, express an interest in pushing the boundaries of medical research. Modern medical methods were created through audacity and ego. But there are rules in our line of work, and they're here to protect our patients. Okay, ist gut, weil wir bekommen wieder mehr EP aus ihm raus, aber glaube nicht, dass er hierher gehört, dass er hier bleiben sollte. I don't know what you've heard about me, but I have already proved my value as a practitioner. I don't question your skills, Dr. Reed, but your motive. Is it money, fame, or are you truly dedicated? And what exactly is that supposed to mean? I served in the war just like you. But unlike you, I did not use the wounded to play the modern sorcerer. Be careful what you insinuate, Dr. Ackroyd. I only want you to admit you used those men to improve your theories. Ja, viel Leben gerettet. Wissen ist unsere wichtigste Waffe. Kein Grund, mich vor ihnen zu rechtfertigen. Boah, ey. Also, wenn es die Tasse geben würde, würde ich ihn am liebsten direkt aussaugen. Bin ich ganz ehrlich. Knowledge has always been and will remain our main weapon. And it has always come at a price. And personal initiative. It is not a question of initiative. It is a question of integrity. These men and women have put their faith in us, Dr. Reed. It seems you have bad memories of your military service. I refuse to see this industrial slaughter as scientific progress. War only reveals the worst in men. We can at least agree on something, Dr. Ackroyd. Ey, wir haben schon mal 2 Punkte. Wir sind uns schon mal mit 2 Sachen wirklich einig. Ist ja der Wahnsinn. Okay, dann sind wir soweit durch mit dir. Thank you for your time. We'll talk later. Ich weiß gar nicht, ob ich das will. Also mit dem ist nicht gut Kirschen essen. Also der hasst uns ja wirklich fast schon. Gut, auf der einen Seite, was wollen wir machen? Auf der anderen Seite, schwierig. Aber ihr Lieben, es geht in der nächsten Folge wieder weiter. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wenn ja, Däumchen da lassen. Natürlich nach oben würde mich sehr freuen. Ein Abo würde mich auch unglaublich freuen, wenn ihr dabei bleiben würdet, mit am Ball bleiben würdet. Und ich hoffe, es hat euch viel Spaß gemacht. Bis zur nächsten Folge.